Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit Wondershare Filmora 13 und seinen neuen intelligenten Funktionen mit künstlicher Intelligenz, wem es bis hierhin nicht aufgefallen ist. Dieser Vorspann wurde von meiner geklonten Stimme eingesprochen. Das ist aber nur eine der Funktionen in der neuen Version. Mehr dazu seht ihr in den folgenden Kapiteln. Viel Spaß mit dem Video! Ja, nachdem ich jetzt zum ersten Mal ein Intro nicht selber eingesprochen habe, machen wir jetzt aber natürlich wieder mit meiner echten Stimme weiter und gucken uns die nächste Funktion an. Und das ist das Thema Text zu Video. Also sprich, ihr schreibt einfach eine Idee auf und daraus wird dann ein Video erstellt. Hier unten seht ihr nochmal die Funktion zum Stimme klonen und hier oben dann entsprechend die Funktion, mit der ihr einfach nur einen Satz hinschreibt und die KI generiert daraus einen Text und aus diesem Text wiederum wird dann ein Video generiert. Und das ist dann jetzt die Verknüpfung mehrerer Funktionen der KI, die direkt alle in Wondershare Filmora hier auch mit integriert sind. Ihr könnt hier oben 100 Zeichen eingeben, könnt, wenn ihr mögt, darunter das Ganze auch noch etwas weiter spezifizieren. Aus meiner Sicht, ich probiere es jetzt halt erstmal mit den 100 Zeichen, beziehungsweise wir sind hier ein bisschen drüber, nehmen wir mal noch was raus, wo können wir noch was einkürzen? Hier können wir noch einkürzen und dann können wir auch hinten noch das Ende dran setzen und dann bleiben wir trotzdem unter 100 Zeichen. So, jetzt lassen wir uns erstmal einen Text generieren, der dann, wie gesagt, wiederum damit ein Video generiert. Hier ist dieser Text, geht jetzt hier um diese Software und jetzt klicken wir unten einmal auf die Funktion, daraus ein Video zu erstellen und ihr seht oben schon, dass meine Stimme jetzt quasi auch für dieses Video verwendet wird. Sprich, im Rahmen der Erstellung wird jetzt natürlich auch Text generiert, also sprich, der Text, den ihr oben seht, wird zum Beispiel in weiten Teilen verwendet, um dann das Video mit Sprache zu untermalen und dafür kann ich meine eigene geklonte Stimme verwenden, sodass man hier tatsächlich schon sehr weitreichende Möglichkeiten hat der Automatisierung, die euch letzten Endes Zeit sparen können. Was rauskommt, werden wir jetzt gleich sehen. Und ich nehme es mal vorweg, an der einen oder anderen Stelle gibt es noch Verbesserungsbedarf, aber ich glaube, es ist auch eher dafür gedacht, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen Anstoß zu geben und Teile daraus zu verwenden und dann weiterzuarbeiten. Hier ist jetzt das Video, ihr seht jetzt, hier ist der Text oben eingefügt, hier sind jetzt diverse Bilder und Videosequenzen aneinandergereiht und auch der Ton mit meiner Stimme ist mit drin. Wir spielen das jetzt mal ab, meine Stimme im Hintergrund hört ihr jetzt nicht, aber das, was ihr gerade als Text auf dem oder in dem Video seht, würde jetzt theoretisch durch meine Stimme auch im Hintergrund noch wiedergegeben. Jetzt muss man sagen, an der einen oder anderen Stelle, und ihr könnt jetzt mal sehr gerne oben auch auf das Ausgabefenster gucken, ist es so, dass da Dinge sind, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, also wo dann das Ganze auch sehr passend ist. Es gibt aber auch ein paar Dinge, wo man sagen muss, das passt jetzt nicht ganz optimal oder da verstehe ich es nicht ganz, wie da der Zusammenhang ist. Hier zum Beispiel, das würde ich jetzt sagen, ist okay. Gleich kommt ein Punkt, wo ich sage, da ist es dann vielleicht weniger richtig, aber und nochmal, es dient ja auch nicht dazu, hier tatsächlich ein komplettes Video zu generieren, sondern es soll euch helfen, inspirieren und damit die Möglichkeit geben, halt selber noch nachzujustieren. Ich glaube, so ist es tatsächlich gedacht, oder zumindest baue ich drauf, dass es so gedacht ist, dass ihr da halt einfach dann weiterarbeiten könnt und mit den einzelnen Komponenten vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt eben schon weiterarbeitet. Und ihr seht auch, dass sich einzelne Teile wiederholen, so wie zum Beispiel diese Animation, die kommt des Öfteren, die kommt auch mehrfach des Öfteren. Da müsst ihr halt einfach danach natürlich noch nacharbeiten, ne? Das ist ganz klar. So, und jetzt kommt zum Beispiel ein Teil, ja, der Männerkörper bei qualitativ hochwertigen Ergebnissen. Sehr interessant, dass die Assoziation da direkt so da ist. Wäre ich jetzt persönlich nicht direkt drauf gekommen, aber scheinbar hat die KI in der Filmora in der Wondershare Filmora 13 hier genau gedacht, dass in dem Zusammenhang ein Männerkörper von hinten, der ja, ich sag mal, muskulös etwas definiert ist, genau das Richtige ist. Und weil es mir so aufgefallen ist, machen wir es jetzt auch nochmal. Also nicht, weil ich diesen Männerkörper besonders toll finde, aber weil ich das irgendwie, ja, hätte ich nicht damit assoziiert und auch hier, diese Animation taucht ja mehrfach auf. Da müsst ihr dann halt einfach nacharbeiten, aber ich finde, so als Inspiration kann man das auf jeden Fall schon mal nehmen, insbesondere mit der geklonten Stimme im Zweifel.
Ja, wenn ihr eher so wie ich Bildschirmaufnahmen verwendet und nicht unbedingt ein KI-generiertes Video nutzen möchtet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch den Screen Recorder zu verwenden. Der ist im Vergleich zur Vorgängerversion auch nochmal verbessert worden. Ihr könnt hier verschiedenste Aspekte jetzt verwenden. Einmal das Mikrofon nutzen, ihr könnt das Computeraudio verwenden, dann müsstet ihr hier noch den Treiber installieren. Ihr könnt eure Webcam verwenden, wenn ihr hier den entsprechenden Zugriff erteilt. Ihr könnt das Ganze in jeder Abstufung verwenden. Ihr könnt ein einzelnes Fenster aufnehmen, also wirklich viele verschiedene Funktionalitäten, die euch dabei helfen, hier bestmöglich euren Bildschirm respektive die Aktivitäten, die ihr auf dem Bildschirm durchführt, aufzuzeichnen. Und das, was für mich persönlich natürlich eine interessante Geschichte ist, gerade wenn ihr Streamer seid oder sowas, könnt ihr hier quasi jetzt sowohl beziehungsweise das Kameravideo, welches durch die Webcam erstellt wird, direkt in euer Video integrieren, so ihr das denn möchtet, oder halt eben auch nicht und beide als getrennte Streams verarbeiten, sodass ihr die dann in der Software wiederum zusammenschneiden könnt. Ihr seht immer diese zwei Pfeile, senkrecht und waagerecht, das stellt immer die Mitte des Aufnahmefensters dar. Auch das ist eine wirklich spannende Geschichte, dass man darüber halt eben immer sieht, wo befindet sich die Mitte, damit man nicht durcheinander kommt. Denn ich zum Beispiel nehme mit QuickShare auf und da ist es halt immer so, ich nehme mit QuickTime auf und da ist es halt immer etwas schwierig. Aber bleiben wir noch etwas bei den KI-Funktionen. Da gibt es noch eine Funktionalität, die ich wirklich sehr spannend finde und das ist das Freistellen. Und dazu nehme ich jetzt hier einfach mal eins meiner Videos, beziehungsweise einen Teil aus einem Video, wo ein relativ hoher Unterschied oder Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund ist. Und da könnt ihr hier sehen, dass damit quasi dieser Finger oder vielmehr die beiden Hände, die gleich ins Bild kommen, vom Hintergrund extrahiert werden. Finde ich persönlich super spannend, weil gerade bei Videos kann das natürlich etwas schwierig sein, je nachdem. Insofern ist das hier mit der automatischen Funktion, ihr seht, das ist hier einfach schon fertig quasi, man muss jetzt eigentlich nichts mehr machen, man muss ein bisschen nachbearbeiten, denn ihr werdet jetzt gleich sehen, jetzt seht ihr zum Beispiel hier schon, in der Mitte ist es nicht ganz sauber, das kann man dann noch nachbearbeiten und wenn man jetzt weiter guckt, dann wird es auch immer etwas unsauberer, aber die ersten Sekunden sind schon gut und bei den anderen müsste man jetzt theoretisch einfach nur noch nacharbeiten und hat damit seine Hände vom Hintergrund automatisiert freigestellt, obwohl wir hier eben keinen Greenscreen verwendet haben. Ja, und was können wir dann damit machen? Ja, relativ einfach. Wir können da zum Beispiel jetzt Sticker oder Text oder was auch immer dahinter, davor und daneben legen. Apropos Sticker, was auch noch eine Funktionalität ist, die auf KI basiert, ist die Erstellung eben jener Sticker. Könnt ihr hier über die KI-Funktionalität auch wieder einfach einen Text eingeben, was auch immer ihr gerade braucht. Ja, nehmen wir mal ein rotes Auto, geht auf Generieren, das dauert jetzt ein paar Sekunden und danach gucken wir mal, was rausgekommen ist. Währenddessen zeige ich euch schon mal hier unten, wie die Kombination dann aussieht, denn logischerweise ist jetzt zum Beispiel dieser Pfeil natürlich in dem freigestellten Bereich, also sprich, er ist hinter eurem Finger, was natürlich mal eben so out of the box, ohne das Freistellen vorher nicht möglich gewesen. Gleiches gilt auch hier für dieses Auto jetzt, wobei das jetzt hier vielleicht ein bisschen weniger spektakulär ist, das habe ich gerade einfach nur als Test schon mal durchlaufen lassen, das Auto, aber es zeigt euch einfach nur, über diese KI-Freistellen-Funktionalität habt ihr halt Möglichkeiten, die normalerweise nur mit sehr viel Aufwand oder in einer sehr viel komplexeren Vorgehensweise halt eben zu realisieren wären. Und das ist natürlich eine Sache, die eigentlich ganz spannend ist. Ich habe es mal ein bisschen rumprobiert. Man muss dazu sagen, es funktioniert am besten, wenn der Kontrast möglichst groß ist. Das muss man einfach dazu sagen. Insofern hätte ich jetzt einfach mal behauptet, wenn ihr in eurem Video sowas vorhabt, solltet ihr schon von vornherein auf einen möglichst hohen Kontrast letzten Endes setzen. Text könnt ihr natürlich auch dahinter packen, wenn ihr wollt. Das ist auch kein Problem, aber viel wichtiger ist, wir gehen jetzt hier nochmal zurück zu unserem Auto, denn das Auto ist mittlerweile angekommen und ihr seht, bei rotem Auto kommt in Teilen auch wirklich ein rotes Auto raus. Nicht bei jedem Auto haben wir ein rotes Auto, aber hier ein rotes Auto und das sieht nicht mal schlecht aus. Und jetzt könnt ihr das natürlich hier vorlegen, hier drüber legen, hier drunter legen, wo auch immer ihr es hinlegen wollt, das ist überhaupt kein Problem. Diese KI-Sticker lassen sich dann entsprechend erstellen über die Funktionalität, die ihr gerade gesehen habt und erweitern das Standard-Sticker-Sortiment von Filmora. So, als nächstes möchte ich euch gerne zeigen, zum einen, dass wir hier auch KI-Musik erstellen können. Das ist aber gar nicht das, was ich euch unbedingt zeigen möchte, sondern ich wollte euch nochmal das zeigen, womit wir hier ins Video gestartet sind. Und das ist Text zu Sprache. Ihr könnt zum einen natürlich individuelle Stimmen aus der Software verwenden, aber ihr könnt halt eben auch eure eigene Stimme klonen. Und ich habe das ja hier schon getan für das Intro, für diesen Intro-Text, den ihr vorhin gesehen habt. Und jetzt wollen wir natürlich gleich das Ganze nochmal machen, damit wir hier quasi jetzt einen neuen Text
Text auch noch einsprechen können. Ihr müsst also zunächst mal links diesen Text erfassen und wenn ihr nicht rechts schon, so wie ich jetzt hier eine Stimme angelegt habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, und ich zeige es euch hier gerade nochmal, eben eure Stimme klonen zu lassen. Dazu müsst ihr diesen Text, der hier angezeigt wird, einsprechen und danach wird eure Stimme analysiert und dann wird daraus quasi die künstliche Stimme generiert. Und ihr habt ja vorhin schon meine Stimme aus dieser künstlichen Intelligenz generiert gehört. Es ist an manchen Stellen natürlich noch nicht perfekt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber, und da war ich tatsächlich überrascht, also ich habe meine eigene Stimme wiedererkannt. Dass jetzt nicht alle Emotionen, die man vielleicht in eine Stimme mit reinbringt und so weiter und so fort mit drin sind und dass das an manchen Stellen etwas abgehackt klingt, wenn der Text halt eben auch etwas abgehackt ist. Das ist, denke ich, klar. Aber der große Vorteil ist halt, ihr könnt hier einfach theoretisch jetzt unter euer Video einen Text knallen. Das Ding wird automatisch über die KI umgewandelt in eure Sprache und ihr müsst theoretisch zumindest das Ganze nicht mehr einsprechen. Ist natürlich erstmal nur ein theoretischer Ansatz, aber von der Theorie her funktioniert das schon und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen, ob das denn auch für eure Stimme passt und ob es funktioniert. Es ist definitiv was, um mal ein bisschen rumzuspielen und auszuprobieren. Perfekt ist es natürlich noch nicht, aber ich glaube, da wird auch die Welt sich weiterdrehen und gerade Filmora baut ja diese Effekte immer wieder auch schnell ein, sodass ihr dann vielleicht neue Versionen auch hier direkt mit verarbeitet bekommt und so entsprechend auch in eurer Filmora 13 Software dann auch nutzen könnt. Im nächsten Schritt würde ich sagen, ich zeige euch nochmal die erweiterte Exportieren-Funktion und dann sind wir fast auch schon durch. Ja, beim Exportieren, denn jetzt sind wir ja quasi fertig hier mit unserem Video, wenn ihr so wollt. Das ist natürlich kein richtiges Video, das ist mir völlig klar. Wir gehen auf Exportieren und haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Exportformate zu wählen und auch, wenn wir angemeldet sind, direkt auf die einzelnen Dienste hochzuladen sozusagen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier auch wiederum mit der KI-Unterstützung quasi ein Thumbnail aus eurem Video zu generieren. Hier seht ihr jetzt gerade, das Ganze rödelt so ein bisschen und versucht jetzt ein Bild zu finden, welches denn bestmöglich euer Video dann darstellt. Da sind die Erfolge durchaus mal gut, mal weniger gut, das muss man sagen. Hier das zum Beispiel hätte ich jetzt im Gesamtzusammenhang als tatsächlich ein Bild gesehen, was man durchaus nehmen kann. Das kann man dann noch bearbeiten und hier mit Filtern und so weiter und so fort verarbeiten, wenn ihr das machen möchtet. Alles kein Problem, lässt sich dann auch hier entsprechend umsetzen. Es ist wie immer bei Videoschnittsoftware, auch wenn die KI hilft, ihr müsst ein bisschen Zeit investieren, dann kommt ihr auch zu Ergebnissen, die aus meiner Sicht durchaus respektabel sind und gerade Filmora 13 unterstützt euch da halt eben durch die verschiedenen KI-Features noch weiter als andere Software. Dieses Video wurde für mein YouTube-Video zu Filmora 13 erstellt. Ja, genau so ist es. Dieses Video ist jetzt quasi der Outcome. Ob das jetzt wunderschön ist oder nicht, völlig egal. Darum geht es hier gar nicht. Ja, ich wollte euch einfach nur die Funktionen mal ein bisschen zeigen. Wer Lust hat, findet die Links dazu in der Videobeschreibung. Guckt euch das Ding mal an. Ihr könnt es kostenlos testen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.